Hallo zusammen! Sowohl Anfang Januar als auch Mitte April hat uns Suunto sehr interessante Updates angeboten. Diese gibt es sowohl für die Race 2, Vertical 2, aber natürlich auch die Vorgängeruhren, die Race 1, Race S, als auch die Vertical 1. In diesem Video möchte ich meine Highlights von den Updates vorstellen. Nicht alles kommt auf die älteren Uhren, aber ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Die erste Änderung und Anpassung, die wir haben, betrifft jetzt nicht die Uhr direkt, sondern hier die Karten. Und zwar ist die Möglichkeit, ja auf der Suunto-App hier Routen zu planen, beziehungsweise diese auch anzuschauen. Wir sind jetzt hier, sind einmal auf der Karte. Und wenn wir auf das Plus gehen, gibt es auch Offline-Karten herunterladen. Da hat man ja früher in der Vergangenheit immer die Karten für die Uhr heruntergeladen. Das geht auch weiterhin. Und wenn wir jetzt einfach mal in eine Karte hineingehen, Regierungsbezirk Karlsruhe, da werden wir nämlich jetzt gleich sehen, es gibt eine Neuerung. Und zwar, du hast nun die Möglichkeit, auch auf dem Handy hier die Karten herunterzuladen. Das bedeutet, wenn du jetzt mal irgendwo unterwegs sein solltest und du musst irgendwas umplanen, was nachschauen oder eine neue Route erstellen, dann kannst du es jetzt auch ohne, dass du Netz hast, beziehungsweise Voraussetzung ist dafür, dass du die Karte hier aufs Handy direkt heruntergeladen hast. Zum Weiteren sehen wir dann auch hier ein Update auf der Uhr. In dem Fall habe ich hier die Race 2. Und zwar gibt es für die Race 2 und Vertical 2 nämlich Verbesserungen der Karten beziehungsweise weitere Details. Und dafür schauen wir uns das ganz kurz mal hier auf der Race 2 uns das Ganze an. Wir können ja hier in die Widgets hineingehen und dann gehen wir einfach mal ganz kurz auf Karte. Da werdet ihr auch gleich direkt den Unterschied sehen. Wir sind jetzt zwar im Keller, deswegen haben wir jetzt hier keinen Standort, aber was ich euch gleich zeigen kann, was einem auffällt, ist hier, dass wir hier ein P haben für Parkplatz oder auch Bushaltestellen, das sehen wir jetzt hier, werden hier direkt angezeigt. Das ist aber noch nicht alles. Es werden dann zum Beispiel auch hier Restaurants angezeigt oder Einkaufsläden, beziehungsweise wir haben hier auch Mülleimer, die sind mit vermerkt. Das ist dabei. Und wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, wir haben hier einen Aldi in der Nähe, der wird dann entsprechend auch angezeigt. Jetzt gehen wir jetzt einfach mal hier rüber, sehen wir jetzt hier, ist der Parkplatz und dann haben wir hier so ein Einkaufswagensymbol. Das heißt also, die Details sind mit dabei. Das ist aber noch nicht alles, was die Kartendetails angeht. Zu einem werden jetzt hier auch unbefestigte Wege etwas besser dargestellt. Sie hier in einer gestrichelten Linie. Das ist auch sehr schön eindeutig. Und wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, werden wir auch gleich sehen, dass zum Beispiel hier bekannte Orte oder ja markante Orte, wie zum Beispiel bei mir ist es die Nordstadt, sieht man hier ganz kurz, da sieht hier schon Text, dass hier Orte angegeben werden als Text, zum Beispiel Schluchten oder andere Sehenswürdigkeiten oder Gipfel sind mit dabei, sieht man es hier etwas besser, da wird Nordstadt angezeigt. Und wenn wir jetzt hier hochgehen in die Höhenlinien, können wir jetzt sehen, dass wir topografische Karten haben. Das ist ja auch nichts Neues. Ihr bekommt auch alle Informationsstellen angezeigt. Das heißt also, wenn hier so Schilder zum Beispiel sind, die werden angezeigt. Und bei den Höhenlinien sehen wir jetzt auch gleich hier auch eine Zahl. Das heißt also, hier bekommen auch dann die Höhenlinien angezeigt. 190 Meter, 200 Meter. Das ist alles mit den Karten dabei. Und es kommt natürlich dann auch hier so in der Navigation angezeigt. Das gibt es aber nur so in der Form auf der Vertical 2 und der Race 2. Und wenn wir schon selbst bei der Navigation sind, so bekommt ihr hier dann auch Abbiegenweise besser angezeigt. Das heißt also, es gibt einen Zoom-In, um die Abbiegenweise anzuzeigen. Und du hast jetzt auch die Möglichkeit, wenn du auf der Karte drauf bist, die sogenannte Track-Back-Funktion zu nutzen. Das heißt also, ab dem Standpunkt, wo du bist, wirst du dann wieder zurück navigiert auf der gleichen Strecke, wie du dann gelaufen bist. Das bekommen wir auch hier ganz neu auf unsere Uhren. Auch auf der Race S bzw. Race 1 wird es auch mit angeboten. Eine Funktion, die ich beim Trailrunning sehr gut finde, ist dann auch die Steigungsanleitung bzw. die Steigungsfunktion. Hier gibt es jetzt auch die Möglichkeiten, weitere Einstellungen durchzuführen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier in die Aktivität hineingeht und jetzt einfach runterzoomt auf Trainingsoptionen, dann könnt ihr hier runtergehen auf die Steigungsoption oder Aufstiegsanleitung. Da gehen wir jetzt drauf. Und hier haben wir einmal die Möglichkeit, die Steigungswerte auszuwählen. Das kennen wir schon aus der Vergangenheit, in Prozent und Grad. Und du hast nun die Möglichkeit, wie möchtest du die Zoom-Stufe haben. Möchtest du nach jedem Wegpunkt hier die Steigung sehen oder soll dann die Steigung nach Aufstieg sortiert werden? Das heißt also, wenn du dann unterwegs bist, wird dann in Aufstieg dann hineingezoomt oder nach Distanz, dann bekommst du auch die Entfernung angezeigt und die Grafik geht dann immer hier rein und zeigt dir dann die Distanz an, wie dann die Steigung sich hier entwickelt und dann hast du das ebenfalls auf einem Blick. Und du bekommst natürlich weiterhin auch deine Alarme angezeigt, wenn eine Steigung kommt, beziehungsweise siehst im Detail in der Steigung, wie diese sich entwickelt, wie viel Reststeigung du machen musst und wie viel Steigung insgesamt prozentual noch vorhanden ist. Dies sind aber noch nicht alle Neuerungen, die wir im Bereich Navigation bekommen haben. Eine sehr spannende Sache haben wir nämlich hier, wenn wir einfach in eine Aktivität hineingehen mit einer Navigation. Sehen wir jetzt auch hier schon, ich bin gerade im Keller, deswegen haben wir keine GPS-Daten.
Dann geht ihr nämlich einfach auf eure Karte und da sehen wir auch schon hier unten den Hinweis. Und normalerweise werden hier Abbiegehinweise angezeigt. Das funktioniert auch ganz normal standardmäßig. Aber wir können uns noch weitere Felder anzeigen lassen. Dafür drückt ihr einfach rechts unten auf die Taste. Das müsst ihr auf der Karte machen, sonst geht es nicht. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ganz runter. Und hier gibt es nämlich ein Feld Datenfeld. Das bedeutet, hier kannst du das blaue Feld, was wir gerade gesehen haben, weitere Daten hinzufügen. Maximal 5 Stück sind möglich. Wir sehen Herzfrequenz und Tempo ist möglich, Geschwindigkeit, Distanz, aktuelle Zeit, Anstieg, aber auch die Laufleistung oder im Bereich der Navigation kann zum Beispiel ein Gradisanstieges, Distanz zum nächsten Wegpunkt oder auch die Ankunftszeit zum Beispiel kannst du direkt anzeigen lassen, als auch zum Wegpunkt. Oder wir haben auch hier verbleibender Anstieg. Seht, es sind einige Datenfelder hier möglich zum Auswählen. Und so hast du für dich die Möglichkeit, diese Daten anzeigen zu lassen. Diese werden auch standardmäßig durchgescrollt. Mit Tippen kannst du auch weiter tippen, beziehungsweise wenn ein Abbiegehinweis kommt, wird der vorrangig natürlich angezeigt, damit du deine Abbiegung hier nicht verpasst. Eine Neuerung, die vor allem für Multisportler interessant ist, kam jetzt Anfang Januar, ist einmal die Möglichkeit, dass du jetzt Swim Run aufnehmen kannst. Das ist als Standardaktivität dabei, sowohl Rennen als auch normales Training. Das gleiche ist auch mit Duathlon, das wird mit unterstützt. Und Triathlon, das kennen wir schon etwas länger, das ist natürlich auf den Uhren auch enthalten, beziehungsweise wird auf älteren Uhren mit ausgerollt. Und vor allem hast du bei Triathlon und Swimrun dann die Option, dass ja ein automatischer Wechsel der Sportart stattfindet. Das heißt also, du musst es dann hier nicht manuell wechseln. Das erkennt die Uhr dann hier vollautomatisch. Und solltest du andere Multisportarten machen, kannst du jetzt auch eigene Multisportarten erstellen. Dafür gehst du einfach in die App auf deine Uhr, in den Einstellungen, gehst du auf Personalisierung der Sportmodi. Sehen wir auch schon hier ein neues Feld, Multisport erstellen. Das muss mal ganz kurz mit der Uhr synchronisiert werden. Und sobald die Synchronisation stattgefunden hat, gehen wir einfach auf Multisport erstellen. Können wir jetzt auch hier verschiedene aussuchen. Wir nehmen jetzt einfach mal ganz klassischer Multisport. Und dann sehen wir auch schon hier, bekommen wir hier eine Kurzliste Uhr angezeigt. Und das alle die Aktivitäten, die ihr momentan auf der Uhr aktiv hinterlegt habt. Wir sehen jetzt hier, bei mir ist zum Beispiel Graveln dabei, Wandern, Laufen, Klettern. Und ich habe einfach mal Skilanglauf mit reingenommen, einfach zum Testen. Und jetzt könnt ihr einfach hier Sportarten auswählen, die ihr dann machen könnt. Macht es vielleicht eigentlich keinen Sinn, aber wir setzen es einfach mal so zusammen. Jetzt haben wir 3 Stück zusammen, gehen hier auf Speichern. Dann könnt ihr dem Ganzen auch noch einen Namen geben. Sagen wir jetzt einfach mal Test YouTube. Und so habt ihr eure eigene Aktivität erstellt. Ihr könnt auch noch Übergänge hinzufügen zwischen Sportmodis und auch Wiederholung ist möglich. Wir gehen jetzt einfach mal auf Speichern. Und sobald das alles gespeichert und synchronisiert ist, könnt ihr einfach in eure Aktivität hineingehen. Wir gehen jetzt einfach hier rechts oben auf Aktivitäten. Und dann sehen wir auch hier, das wird dann schon automatisch hier ausgewählt, aber es ist eine eigene Sportart. Und wir können jetzt einfach auf Start gehen und dann wird es auch hier schon gestartet. Wie gesagt, ich bin noch im Keller und der Wechsel erfolgt dann einfach rechts oben mit der Taste, länger draufdrücken. Sehen wir hier Übergang, wird dann angezeigt. Sehen hier auch die Übergangszeit, also wenn du dich dann umziehst, sehen auch hier die nächste Aktivität, die kommt. Und wir drücken nochmal hier drauf und dann sind wir auch schon hier in der nächsten Aktivität. Und das gleiche Spielchen können dann so lange machen, so viele Aktivitäten wie hinterlegt sind. Zum Beispiel hier Mountainbike das nächste. Und dann sind wir auch schon hier im Mountainbike-Part. Und so könnt ihr hier für euch ganz individuell Multisportarten erstellen, wie ihr es braucht. Dann seht hier schon beendet. Und so ist dann hier für euch das Ganze hier umsetzbar. Eine nächste Änderung, die ich sehr sinnvoll finde, ist im Bereich der Sensorik. Und zwar, wenn wir in eine Aktivität hineingehen, habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit, für jede Aktivität individuell die Sensoren so einzustellen, wie ihr es nämlich benötigt. Denn hier der Coros Sensor ist hier schon verbunden. Ich habe momentan hier einen Armgurt an für Pulsmessung. Und wenn ihr jetzt in die Aktivität, in die Trainingsoptionen hineingeht, dann habt ihr nämlich jetzt nun die Möglichkeit, hier unten zu sagen, okay, ich möchte aber beim Sensor was ändern. Und zwar sind hier Sensordaten. Zu einem kannst du dann in den Sensor hineingehen. Sollte der Sensor mehrere Daten liefern, kannst du individuell ausstellen bzw. festlegen, welche Daten er noch liefern soll. In dem Fall ist es nur der Herzfrequenzsensor, der hier angeboten wird. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, okay, den Coros möchte ich hier an dieser Stelle für diese Aktivität nicht haben. Dann kannst du es hier für diese Aktivität deaktivieren. Das ist auf jeden Fall hier ohne Probleme dann möglich. Und sobald du dein Training durchgeführt hast, hast du mit der Sunto-Uhr nun auch die Möglichkeit, hier den Erholungspuls zu ermitteln. Den findet ihr auch hier in den Einstellungen, wo wir gerade den Sensor verwaltet haben. Da gibt es nämlich ein Feld, das nennt sich dann Erholung, Herzfrequenzerholung. Das ist jetzt hier bei mir aktiviert. Und sobald du das aktiviert hast und deine Aktivität beendest, geht dann ein Fenster auf, dann wird eine Zeit heruntergezählt
und dann wird ermittelt, wie viele Schläge in dieser Zeit hier der Puls heruntergeht. Und die Uhr ermittelt einfach, ist es eine gute Erholung oder eine schlechte Erholung, beziehungsweise war es eine extrem anstrengende Tour. Das bekommst du auch direkt dann als Ergebnis schon mal angezeigt, wie schnell dein Puls heruntergegangen ist. Und wenn wir dann schon bei der Herzfrequenzdaten sind, eine weitere Neuerung, die wir bekommen haben, ist vor allem für alle die interessant, die zum Beispiel Swift nutzen oder andere Programme, wo dann Herzfrequenzdaten übertragen werden können. Du kannst jetzt auch hier in den Trainingsoptionen deiner Aktivität hier Herzfrequenzübertragung aktivieren. Und sobald du das machst, werden dann auch die Daten hier übermittelt und bekommen auch den Hinweis, dass dadurch der Akkuverbrauch etwas höher ist. Das heißt also, du kannst dann hier für deine Aktivität jeweils, wie du es möchtest, die Herzfrequenzdaten hier auf ein Trittgerät dann übermitteln. Und zu guter Letzt, für mich persönlich eine sehr gute Änderung, das mag zwar nicht jeder, ist nun die Möglichkeit, in den Trainingsoptionen für die Aktivität hier das Touch-Display einzuschalten. Und zwar gibt es dann auch hier ein eigenes Feld, sind hier Touch, nur Karte, das ist im Standard eingestellt. Und mit diesem hast du nun die Möglichkeit, wirklich auf allen Datenfeldern hier mit dem Touch-Display zu arbeiten, sofern du es an dieser Stelle hier möchtest. Eine große Änderung Anfang dieses Jahres war die Öffnung des Suunto Plus Store. Es gibt nämlich nun die Möglichkeit, dass Drittentwickler für den Suunto Plus Store entwickeln können. Das hat Suunto nun freigegeben. Das heißt also, hier dürften wir in nächster Zeit einige neue interessanten Features für Suunto Plus bekommen. Den Suunto Plus Store findet ihr dann in den Einstellungen eurer Uhr. Sind wir auch hier schon der Store. Das ist auch bis jetzt noch alles kostenlos. Und wir sehen auch hier schon die Neuerungen. Kleinblock gibt es hier zum Beispiel. Es gibt dann auch eine Bewertung, wie gut oder schlecht die App dann ist. Oder wir haben zum Beispiel jetzt auch Notes, da kannst du dann hier Notizen hinterlegen. Ihr seht, da gibt es schon einige Sachen, die hier neu angeboten werden. Oder fürs Tischtennis zum Beispiel kannst du den Score aufnehmen, falls du das möchtest. Also hier ist auf jeden Fall schon einiges dabei. Oder auch Varia-Radar von Garmin wird auch mit unterstützt. Und wenn wir schon bei Suunto Plus sind, es gibt dann auch eine Neuerung auf der Race 2 und auf der Vertical 3. Und zwar, wenn wir jetzt eine Aktivität hineingehen, dann habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit, wenn wir hier auf Suunto Plus gehen, dass ihr nämlich bis zu 3 verschiedene Aktivitäten oder Suunto Plus Aktivitäten nutzen könnt. Bei der Race S, Race 1, Vertical 1 bleibt es hier weiterhin bei den 2. Das geht leider nur bei den neueren Uhren und so habt ihr die Möglichkeit, hier auch mal die Funktion der Uhr zu erweitern. Ja, das waren jetzt mal meine Highlights zu den Updates, die es dieses Jahr gegeben hat. Ich blende euch jetzt einfach mal ganz kurz eine kleine Übersicht ein, wer was hier so bekommen hat und was auch nicht. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was du von dem neuen Suunto-Update hältst. Hast du schon gemacht? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Was wünschst du dir auf deiner Suunto-Uhr? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn dich noch mehr zum Thema Suunto interessiert, ich habe auch mal die Suunto Vertical 2 getestet. Das verlinke ich dir oben mal. Beziehungsweise es gibt auch eine Playliste rund um Suunto. Da habe ich noch weitere Videos rund um Suunto vorgestellt. Wenn dir das Video gefällt, lass auf jeden Fall gerne auch einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.